zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute ist etwas angekommen, auf das ich relativ lange jetzt schon warte, circa 5 bis 6 Wochen, ich glaube es waren so 5,5 jetzt. Und zwar ist das ein neues Lenkrad. Ihr könnt das hier schon erkennen, das Ganze kommt von Precision Sim Engineering. Das ist eine, ich sage jetzt mal Firma, in Wirklichkeit ist es, ja, wenn überhaupt eine ganz kleine Firma, die in England diese Lenkräder von Hand herstellt. Es handelt sich hier um ein Sim-Racing-Lenkrad und ich habe ja vor circa einem Monat oder so bin ich komplett weggewechselt von Fanatec-Produkten. Ich hatte davor ja ein komplettes Set mit V3-Pedalen und der Clubsport Wheelbase und noch einigen Lenkrädern. Bin dann aber Stück für Stück weg. Erst bin ich mit den Pedalen von Fanatec weg und später dann eben jetzt vor circa, wie gesagt, einem Monat oder so, habe ich auch die Wheelbase getauscht gegen die Wheelbase von SimCube. Dazu gab es ja ein ganz kurzes Teaser-Video online. Für diese SimCube-Basisstation nutze ich aktuell 2 Lenkräder. Einmal das Formula GT-Lenkrad von Cube Controls und einmal das Formula-Lenkrad Sport von Cube Controls und habe mich jetzt eben, da das Formula Sportlenkrad von Cube Controls nur verfügbar war mit einem Durchmesser von 280 mm, also sprich 28 cm, und ich das Fahrgefühl bei 28 cm ein bisschen unangenehm finde. Ich habe lieber einen 30er Durchmesser oder von mir aus einen 31er. Habe ich mich jetzt vor einiger Zeit eben dazu durchgerungen, das doch relativ teure Lenkrad hier von Precision Sim Engineering zu kaufen. Und dadurch, dass sie die von Hand herstellen, dauert das eben auch ein bisschen länger. Das Ganze kommt aus England und ist jetzt eben eingetroffen, circa 5,5 Wochen später. In der Box dabei ist hier, also falls ihr euch wundert, es gibt auch eine Option, da könnt ihr das Lenkrad in einer etwas schöneren Verpackung bestellen. Das kostet ein bisschen mehr. Das war mir aber jetzt nicht so wichtig, die Verpackung. Mein Hauptaugenmerk lag auf dem Lenkrad. Deswegen sieht das jetzt vielleicht, falls ihr euch fragt, so ein teures Lenkrad und dann nur so verpackt. Da habe ich mich bewusst dafür entschieden. Die Option besteht eben, dass man sagt, ich nehme so eine, die nennen das ökologische Verpackung. Ob ökologisch oder nicht, war mir völlig egal. Ich habe nur nichts von der Verpackung. Also ich stelle mir die nicht irgendwo hin, wo ich die ständig sehe. Deswegen war mir das nicht wichtig. Da ging es jetzt nicht um den scheinbar ökologischen Effekt oder irgendwie sowas. Ein Ersatz-Sticker-Set ist dabei. Wir haben also hier für unsere großen Rotary Dials, das heißt die Knöpfe, auf denen wir stufenlos einstellen können, haben wir andere Hintergrundsticker und wir haben so kleine Sticker für die beleuchteten Knöpfe. Dann ist dabei ein USB-Kabel. Dieses USB-Kabel ist ja ein spezieller Anschluss oder eben, wie ihr schon sehen könnt, hier hinten kein Standard-USB, sondern da geht nachher die Verbindung zum Lenkrad hin. Hier sind bereits Löcher vorgesehen. Das heißt, man kann dieses Stück irgendwo fest am Rig verschrauben und kann dann hier immer ein- und ausstecken. Muss ich mal schauen, wie ich das verbinden werde. Und jetzt zum Herz, also zum Herzstück, das eigentliche Lenkrad. Ich packe mal den Karton dann ein bisschen weg. Das kommt hier in einem Stoffbeutel und ist, wie ich finde, ich habe vorher schon mal reingeschaut, wirklich super schön. Also ich hatte erst ein bisschen Bedenken, ob gegebenenfalls die Bilder auf der Webseite ja, speziell bearbeitet wurden oder Renderings sind, die nachher nicht der Realität entsprechen. Nein, also das ist absolut nicht der Fall. Die Bilder, die ihr auf der Webseite seht, zumindest jetzt für dieses Lenkrad, die anderen Lenkräder habe ich nicht ausprobiert, aber für dieses Lenkrad kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Die Qualität ist in Wirklichkeit sogar noch besser. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video so gut erkennen kann, aber die Verarbeitungsqualität, die Ecken sind alle angeschrägt, man hat nirgends eine scharfe Kante, extrem hochwertige Materialien. Hier diese ja, gegossenen Griffstücke sind zwar aus Hartkunststoff oder Hartgummi, aber haben eben so einen ganz leichten Druckpunkt. Das heißt also, sie sind nicht komplett fest, wie zum Beispiel das bei meinen Fanatec Lenkrädern der Fall war. Oder auch bei den Cube Controls Lenkrädern ist leider auch ein bisschen wenig Polsterung auf dem Lenkradrand selber vorhanden. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Polsterung gewünscht. Vor allem bei dem GT-Lenkrad. Also das GT-Lenkrad von Cube Controls
Ich hole das mal eben schnell dazu. So, hier jetzt mal das GT-Lenkrad von Cube Controls im Vergleich. Wir haben hier den gleichen Durchmesser. Das heißt, es sind beides 30 cm Räder. Ich denke, das kann man hier auch ganz gut erkennen jetzt. Bei dem GT-Lenkrad von Cube Controls ist, wie gesagt, hier die Einfassung auch wunderschön gemacht, gar keine Frage. Auch das gesamte Lenkrad ist wunderschön. Also das soll jetzt hier nicht heißen, dass das kein hochwertiges und tolles Lenkrad ist von Cube Controls. Aber wie gesagt, ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn dieser Bezug noch ein wenig mehr Polsterung bieten würde. Ich vermute, man hat diesen Bezug komplett auf das Hartplastik darunter aufgebracht und dadurch ist da eigentlich kein Polsterungseffekt vorhanden. So eine dünne Schicht mit einem ja, kleinen Schaumstoff, mit einer kleinen Schaumstoffunterlage oder ähnlichem, vielleicht auch eine kleine Lage ganz dünnem Gummi, der auch ein bisschen nachgibt. Wenn man das da drunter hätte, wäre das einfach gerade beim Anfassen und beim Fahren und auch beim langen Fahren, wenn man sehr lange das Lenkrad benutzt und auch eben viel Gegenkräfte hat, ist es teilweise doch ein bisschen unangenehm und bekommt Druckstellen. Was man auf den ersten Blick sieht und warum ich auch unbedingt eben ja, so ein Formula-like Lenkrad nochmal haben wollte. Wie gesagt, ich habe davon ja auch noch die Sportausführung. Die ist dann aber eben vom Durchmesser her ein bisschen kleiner, nur 28 cm. Und das Lenkrad von Precision Sim Engineering ist eben der gleiche Durchmesser, den ich sehr angenehm finde, hat aber eben entsprechend viele Knöpfe, ähnlich wie es bei einem Formula-Lenkrad ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Precision Sim Engineering auch ein reines Formula-Lenkrad im Angebot hat, also eines, das sie selber als Formula-Lenkrad bezeichnen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Letzten Endes ist es ja auch völlig egal, wie der Hersteller das Produkt nennt. Wichtig ist halt für mich bei diesem Lenkrad, also bei der GT-Version, die ich sehr mag, der Durchmesser ist toll, sie hat beleuchtete Knöpfe, was bei meinem Formula-Sport-Lenkrad von Cube Controls leider auch nicht der Fall ist. Da sind die Knöpfe nicht beleuchtet, die werden dann wiederum nur bei der Pro-Version beleuchtet. Die Pro-Version ist dann aber wiederum mit Doppelwippen, das heißt, man hat dann anstatt 2 Wippen 4 Wippen und das ist mir dann auch wieder unangenehm. Das heißt, ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig bei diesen, sage ich mal, vorgefertigten Layouts was zu finden, was einem persönlich wirklich gut gefällt. Das hier ist ein sehr guter Kompromiss, aber nichtsdestotrotz fehlt mir hier einfach der ein oder andere Druckknopf und deswegen jetzt eben die Entscheidung, dieses Lenkrad hier in meinen Bestand aufzunehmen. Ich habe jede Menge Rotary Switches, das heißt, ich kann hier, wie man das schon auch wunderschön vorbelegt hat, eben verschiedene Funktionen hinterlegen, wie zum Beispiel Bremsbalance, die ABS-Verstellung, Traktionskontrolle, wie stark die Traktionskontrolle eingreift, die Gemischaufbereitung vom Motor. Dann haben wir hier wunderbare Switches, das heißt für hoch-runter kann man die zum Beispiel verwenden im Menü. Die haben auch einen sehr, sehr schönen Druckpunkt. Ich nehme es mal ans Mikrofon, damit ihr das hört. Also sehr, sehr schön, nicht matschig, überhaupt nicht matschig. Hier drüben, die zum Beispiel, die sind so ein bisschen matschig. Ich halte das mal zum Vergleich nochmal ran. Also da ist es so, die sind jetzt nicht schlecht, aber wie gesagt, ist halt auch so ein bisschen Spiel in alle Richtungen, was ich hier jetzt auch ein bisschen fühle, aber wie gesagt, der insgesamte Druckpunkt ist einfach fester und es fühlt sich besser an. Gut, aber kann natürlich auch sein, weil ich die hier schon öfter verwendet habe. Wer weiß, wie das ist, wenn ich hier eben entsprechend häufig schon die Switches verwendet habe. Gegebenenfalls ändert sich da das Gefühl auch. Auch hier ein sehr, sehr schönes Klickgefühl, ist aber sehr ähnlich zu dem von Cube Controls, denn auch hier, wie gesagt, der Druckpunkt der Knöpfe finde ich genau richtig. Man hat einen Klick, aber der ist auch nicht zu hart. Auch hier bei dem Drehregler merkt man es eben schön. Also da geben sich jetzt die beiden Lenkräder eigentlich nicht viel. Die sind beide sehr hochwertig. Hier haben wir auch, soweit ich weiß, wir werden es dann nachher gleich sehen, beleuchtete Knöpfe. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt einen Sticker aufbringen, dann haben wir eben so ein bisschen das Licht, was von hinten durchscheint. Was ich auch super finde, wenn man eben im Dunkeln fährt. Denn ich finde es eigentlich immer sehr angenehm, im Dunkeln zu fahren. Da hat man keine Störlichter und da sind so beleuchtete Knöpfe eben sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, der große Vorteil hier ist jetzt eben die deutlich höhere Anzahl an Knöpfen. Wir haben jetzt hier pro Seite nochmal 6 Druckknöpfe, das heißt insgesamt 12 Druckknöpfe
und 2 Kipp-Switches. Das bedeutet hier ja auch nochmal 4 Belegungsmöglichkeiten. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und sollte auch ausreichen. Hier drüben, wie gesagt, bei der Version von Cube Controls, da fehlt mir eben der ein oder andere Druckknopf, denn hier habe ich insgesamt nur 1, 2, 3, 4, 5 Druckknöpfe. Und 5 Druckknöpfe ist dann doch ein bisschen schwierig, weil man sieht, hier oben zum Beispiel habe ich meinen Pit-Limiter, hier habe ich meinen Flasher. Dann sind nur noch 3 Druckknöpfe belegt. Ja, da gehen einem einfach schnell die Funktionen aus, die man belegen möchte. Jetzt packe ich das Cube Controls mal wieder weg. Das war ja nur als kurzer Vergleich gedacht. Wie gesagt, also ein insgesamt ist von der Haptik und vom Aufbau und auch von dem Feedback her wunderschönes Lenkrad. Auf der Rückseite auch einmal einen kleinen Blick drauf werfen. Hier wie gesagt das Kabel. Hier finden wir jetzt diesen entsprechenden speziellen Stecker, von dem ich vorher schon gesprochen habe, der dann nachher das Gegenstück ist. Das heißt also, dieser Anschluss, den positioniert ihr irgendwo an eurem Rig in der Nähe des Lenkrads und diesen Stecker verbindet ihr dann eben mit dieser Anschlussbuchse. Das ist wie so eine Art, ja, wie nenne ich das jetzt, so eine Art Socket, also so eine Art Halterung oder Anschlusspunkt, den ihr eben irgendwo in der Nähe eures Lenkrads oder eurer Wheelbase montieren könnt, um dann das Lenkrad anzuschließen. Auf der Rückseite haben wir 2 Schaltpedals. Hier jetzt auch einmal vom Geräusch. Auch ein sehr schönes haptisches Feedback. Ein schöner Klick. Nicht ganz so satt wie bei Cube Controls, ist aber einfach eine andere Art von Klick. Ja, also das ist jetzt nicht weniger hochwertig, ganz im Gegenteil, fühlt sich sehr wertig an und auch sehr präzise. Also man hat keine Todzone. Man ist nicht in irgendeinem Bereich, wo man vielleicht nicht merkt, habe ich jetzt ausgelöst, habe ich nicht ausgelöst. Man bekommt auf jeden Fall mit, wenn man geschaltet hat. Dann wie gesagt, wenn wir auf der Rückseite bleiben, hier eben die Möglichkeit, jetzt unsere Quick Release anzuschließen. Das ist auch das, was ich jetzt im nächsten Schritt machen werde. Ich habe mir damals, als ich auf die SimCube Wheelbase umgestiegen bin, gleich ein paar mehr von diesen Adaptern besorgt, damit ich nicht ständig bei jedem Lenkrad immer den einen Adapter umbauen muss, sondern ich habe einfach mehrere Adapter, die ich an die Lenkräder montiere und die dann auch am Lenkrad verbleiben. Und so kann ich die Lenkräder einfach immer relativ schnell tauschen. Das ist jetzt der nächste Schritt, wenn ich, wie gesagt, hier den Adapter bzw. die Quick Release anbringe. So, ich habe mir jetzt schon ein bisschen Werkzeug zurechtgelegt. Das sind diese Adapter-Sets, die es von SimCube gibt. Hier haben wir verschiedene Plattenelemente oder Spacer mit dabei. Der wichtigste Teil ist dieser Teil der Adapterplatte. Man sieht, der ist so leicht pyramidenartig. Das heißt, er hat hier unten eine etwas weitere Öffnung und hier oben eine etwas kleinere. Und dadurch passt er dann später eben in den Sockel oder in den Anschlusspunkt von der SimCube Station. Und jetzt kommt es einfach ein bisschen darauf an, wie viel Platz ihr hier hinten am Lenkrad habt, beziehungsweise ob ihr hier noch ein bisschen mehr Abstand haben wollt, sprich ob ihr den jetzt direkt montieren könnt, was in dem Fall nicht geht, weil die Löcher nicht passen. Wir haben hier in der Mitte 4 Löcher, die passen aber jetzt nicht auf diesen Anschluss. Das heißt, ich brauche jetzt eine Adapterplatte und da habe ich 2 Stück. Ich habe so eine relativ flache Adapterplatte zur Auswahl, die ich nehmen kann. Wobei hier jetzt die Löcher auch nicht passen. Das heißt, uns bleibt nur noch die große Variante übrig. Man sieht das dann, die ist dann deutlich dicker von der Adapterfläche her. Und hier müssten jetzt eigentlich auch passende Löcher dabei sein. Kabel mal noch ein bisschen nach unten drücken. Jawohl. Hier ist jetzt ein Pattern dabei, was passt. Und für dieses Pattern muss ich mir jetzt die richtigen Schrauben nehmen.
in dem Fall die etwas längeren Schrauben, da wir ja den großen Spacer haben. Und wir brauchen jetzt einen entsprechenden Torx oder aber auch ihr könnt auch einen Imbusschlüssel nehmen, je nachdem, was euch lieber ist oder was ihr halt gerade zur Hand habt. In dem Fall ist das jetzt ein 4er Hex, beziehungsweise ja, ein 4er Hex ist es, genau. Und mit dem können wir jetzt den Adapter hier befestigen. Wir sehen das, wenn die Schraube durch ist, hat die noch genug Gewinde, um dort zu greifen. Jetzt muss man das Ganze hier so ausrichten, dass die Löcher auch überall übereinstimmen. Das heißt, ich setze jetzt einfach alle 4 Schrauben einmal an. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwo ein falsches Lochpattern gewählt habe und das dann nachher erst merke, wenn ich eine Schraube schon festgezogen habe. Deswegen setze ich einfach alle Schrauben einmal an und dann sollte das kein Problem sein. Das sind jetzt also 3 Schrauben in dem Fall. Ich muss noch mal kurz gucken, weil ich dachte eigentlich 4 Löcher gesehen zu haben. Ne, es sind 3 Löcher. Hier dieses Loch, das ist ein Loch ohne Gewinde. Das heißt, es sind zwar ja, mehrere Löcher vorhanden. Wir sehen das hier, hier und hier. Das sind so ein 3-Loch-Pattern. Die haben aber kein Gewinde. Das heißt, die sind dafür gedacht, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine etwas schmalere Adapterplatte habt und die da aussetzt, dann könnt ihr die Schraube durchführen und auf der Rückseite mit einer Mutter kontern. Diese 3 Löcher hier in der Mitte, die haben ein entsprechendes Gewinde und die werde ich jetzt nutzen, um hier meinen Adapter anzusetzen. Denn das sind genau diese 3 Löcher, die dann eben für meinen Adapter die richtigen sind. Da muss man einfach immer ein bisschen schauen. Es gibt ja unterschiedliche Lochkreise, nenne ich es jetzt mal, ähnlich wie man es von der Felge kennt. Hier ist es so, hier gibt es diesen 50,8 oder 50,8 mm Lochkreis und es gibt, glaube ich, noch einen 70er. Gegebenenfalls gibt es auch noch andere Lenkräder mit anderen Lochkreisen. Also das heißt, da ja, gibt es halt auch unterschiedliche Standards. Jetzt ist der Spacer drin. Das nächste, was jetzt kommt, ist eben der eigentliche Adapter oder Anschluss für die SimCube Wheelbase. Und da mache ich so, da achte ich immer drauf, dass ich das Lenkrad oder den Adapter so positioniere, dass die große Öffnung nach unten zeigt. Dann kann ich, wenn ich den später auf die Wheelbase aufstecke, ist es sozusagen einfacher, wobei es eigentlich völlig egal ist. Ihr könnt es ja dann nachher jederzeit drehen. Also eigentlich ist es wurscht. So, ich habe jetzt nochmal geschaut, gerade eben. Das hat mir nicht so ganz gut gefallen, dass der Hauptadapter hier so schräg versetzt war. Das heißt, ich habe die Schrauben jetzt nochmal rausgenommen, die 3. Denn hier ist es so, wir haben hier ein gerades Pattern. Das heißt also, diese 4 Schrauben sind mehr oder weniger wie so ein kleines Rechteck. Und beim Anbringen des großen Spacers müssen wir jetzt einfach nur darauf achten, dass wir die Löcher hier oben oder beziehungsweise diese versenkten Löcher einfach so wählen, dass dieses Rechteck hier gerade oder in einer Flucht ist mit der Mitte eures Lenkrads. Denn ansonsten haben wir eben genau das Problem, was ich gerade hatte, dass wir diesen eigentlichen Adapter hier nicht gerade drauf montieren können, sondern nur schräg. Und wie gesagt, letztendlich ist das relativ wurscht, ob ihr das jetzt gerade oder schräg montiert. Aber da bin ich so ein bisschen pingelig und deswegen habe ich das jetzt nochmal gelöst und nutze jetzt die Löcher so, dass mein 4-Bolt-Pattern, also mein 4-Schrauben-Lochmuster hier eben gerade und senkrecht zur Mitte des Lenkrads ist, damit das da schön, ja, wie soll ich sagen, einfach symmetrisch aussieht. Jetzt habe ich die alle einmal angedreht, wie eben beschrieben. Jetzt ziehe ich die fest. Und wenn wir das jetzt uns anschauen, dann haben wir die 3 Schrauben eben fixiert
Und dieses rechteckige Muster, worauf ich jetzt meinen Spacer setze, das ist dann eben genau in der Mitte. Und so kann ich den hier so positionieren, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich waagerecht, dass es in einer Flucht ist. Hier nehme ich jetzt die etwas kürzeren Schrauben. Hier ist jetzt auch so, dass ich alle Schrauben einmal andrehe. Jetzt, wo alle einmal angesetzt sind, drehe ich die Schrauben fest. Auch immer daran denken, die Unterlegscheiben zu verwenden. So, und das war es auch schon. Jetzt haben wir hier diesen Adapter eben entsprechend montiert. Das Lenkrad hat jetzt auch, kommt dadurch auch ein bisschen näher zum Fahrer. Ist auch ungefähr von der Tiefe identisch mit dem, was ich bei meinem Cube Controls habe. Ich hole das doch nochmal zum Vergleich. Wenn wir uns das hier anschauen, bei dem Cube Controls ist es so gewesen, da habe ich tatsächlich diesen dünnen Spacer auch noch gebraucht. Das heißt, diese Platte, da das eigentliche Anschlussmuster hier bei dem Cube Controls eben dieses 70er ist, das habe ich jetzt hier nicht gebraucht, da ist es eben das 50er, aber von der Dicke oder von der Tiefe des Adapters bin ich jetzt ungefähr gleich bei dem Cube Controls und bei dem Precision Sim Engineering. Das bedeutet, im Idealfall muss ich auch nicht mal meine Sitzposition verändern, sondern kann einfach das Lenkrad aufstecken und bin mit den Armen genauso weit entfernt, wie ich das bisher auch war. So, das ist erstmal soweit für das initiale Setup der erste Schritt und der wichtigste Schritt gewesen. Jetzt schließe ich das Lenkrad kurz ans USB an und wir schauen uns einmal an, ob da eben entsprechend auch Licht an den Knöpfen vorhanden ist. So, ich habe jetzt hier einmal USB-Strom verbunden. Das heißt, wie gesagt, das ist später der Anschluss, den man irgendwo an seinem Simrig montiert und verbindet dann lediglich diesen sehr hochwertigen industriellen Stecker mit dem Sockel oder eben mit diesem Anschlussstecker hier. Und wir sehen, wir haben tatsächlich beleuchtete Knöpfe. Hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das heißt, man kann das wunderbar eben auch bei Nacht einsetzen oder eben im Dunkeln. Die Intensität ist auch sehr angenehm. Wir haben hier in der Mitte jetzt einen relativ hellen Punkt. Sobald ich hier aber die entsprechenden Sticker aufklebe, wird dieser sehr helle Punkt durch den Sticker verdeckt und es scheint dann nachher nur noch so ganz leicht durch. Ist also jetzt nicht schlimm, lediglich wenn wir keine Sticker anbringen würden, wäre es mir wahrscheinlich in der Nacht beim längeren Fahren etwas unangenehm, weil das eben einfach, wie gesagt, so ein zentriertes, punktuelles Licht ist. Ich habe es immer lieber, wie bei dem Buttonboard ja auch, habe ich das erwähnt. Ich verlinke euch nochmal die Teile oder den Teil von dem Buttonboard, wo ich meine eigene Buttonbox baue. Da war es mir wichtig bei den Knöpfen, die ich einsetze, dass die eben ein sehr weiches Licht haben. Das finde ich auf Dauer viel angenehmer, als wenn man irgendwo so ein sehr penetrantes oder sehr helles, intensives Licht hat im Sichtfeld. Selbst wenn es nur im peripheren Sichtfeld ist, ist es etwas, was mich stört und wo ich halt darauf achte, dass das, wie gesagt, eigentlich nicht vorkommt. Deswegen hier werde ich jetzt noch entsprechend Sticker aufbringen, auch mit den Belegungen, so wie ich es eben gewohnt bin, dass ich hier außen meinen Pit-Limiter mache, hier mache ich meinen Flasher, hier kommen dann irgendwelche Menüknöpfe und dass das eben, wie gesagt, an mein gewohntes Layout wieder passt. So, dann stecke ich das doch gleich mal wieder ab. Das heißt, das ist es jetzt an der Stelle auch gewesen mit dem kurzen Video zu dem neuen Lenkrad. Ich hoffe, es war hilfreich. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was Interessantes dabei. Wenn ihr auch eben gegebenenfalls schon auf diese Lenkräder gestoßen seid und euch immer so ein bisschen davor gescheut habt. Ich war auch erst skeptisch, habe lange überlegt, ob ich mir eins kaufe. Also es dauert relativ lange, das steht außer Frage. Die sind aber fair, die Jungs. Das heißt, bei denen auf der Webseite steht auch explizit da, dass es eben bis zu 4 Wochen dauern kann. Gut, bei mir war es jetzt eine Woche mehr. Nichtsdestotrotz, sie haben geliefert. Das heißt, also es ist aus meiner Sicht ein durchaus vertrauenswürdiger Shop. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Und was man auch sagen muss, das sind ja, solche Shops gibt es ja in Deutschland eigentlich gar nicht mehr. Oder solche Einzelmanufakturen,
die so hochwertige Produkte herstellen. In Deutschland ist es ja dann doch eher industrielle Fertigung oder ja, große Firmen, so richtige Einzelunternehmer oder eben kleine Manufakturen, wie es das jetzt eben in England der Fall ist. Also nicht nur beim Simracing, sondern auch wenn man jetzt in Sachen Automobilveredelung schaut oder Automobilreparatur, gibt es da in England eben viel, viel mehr von diesen kleinen Firmen, die sich eben auf irgendwas spezialisiert haben. In Deutschland ist das sehr schwer. Ich finde das schade und deswegen finde ich, ist das auch etwas, was man unterstützen sollte. Denn wenn es sowas irgendwann nicht mehr gibt, dann haben wir nur noch so Massenprodukte wie bei Fanatec. Und ich will jetzt Fanatec nicht schlecht machen, ich habe es ja auch im Einsatz gehabt, aber ich bin ehrlich gesagt schon ziemlich enttäuscht über die Art und Weise, wie Fanatec in letzter Zeit mit den Kunden umgeht. Einfach Produkte aus der Produktpalette nehmen, Produkte ankündigen, die über Monate nicht kommen. Ja, finde ich ein bisschen schwierig und deswegen, sowas fördert einfach die Diversität, die unterschiedlichen Produkte am Markt und wenn einem sowas ein bisschen Mehrwert ist, dann würde ich sagen, macht man da keinen Fehler, wenn man in sowas investiert. Insofern genug von der Stelle und wie gesagt, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!